Hallo und herzlich willkommen bei unserem GCP-Kanal. Heute habe ich hier Dagmar Rauch bei mir und wir sprechen über das Thema FSP. FSP steht für Functional Service Provider. Hallo! Dagmar, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja mittlerweile schon mehrere Jahre. Damals haben wir uns kennengelernt, da hast du noch für eine große Pharmafirma gearbeitet. Mittlerweile arbeitest du in der CRO-Branche. Wieder für eine große Pharmafirma im Rahmen eines FSP-Modells. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was FSP genau bedeutet. Hallo Andreas, schön, dass ich heute hier sein kann, um über das FSP-Modell zu erzählen. Was heißt FSP? Im Gegensatz zu der komplett outgesourcten Studie von einem Sponsor an die CRO wird im FSP-Modell nur ein Teilbereich oder bestimmte Aktivitäten an die CRO übertragen. Früher war das eher Data Management und Monitoring. Da gibt es inzwischen sehr viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel die Vertragsverhandlungen können übertragen werden, die Feasibility, also die Überprüfung der Machbarkeit der Studie, können übertragen werden oder auch regulatorische Einreichungen in verschiedenen Ländern können übertragen werden. Und das ist für den Sponsor natürlich besser aufgrund der hohen Flexibilität, die der Sponsor dadurch erlangt, wenn er flexibel Mitarbeiter mit an Bord holen kann. Ja, klasse, Dagmar. Flexibilität ist ja letztendlich das, was jeder Sponsor haben möchte. Aber ich kann mir vorstellen, dass FSP trotzdem nicht für jeden Sponsor gemacht ist, oder? Ja, generell ist das FSP-Modell für größere und mittelgroße Sponsoren gut geeignet, insofern sie bereits eigene vollständige Strukturen haben, das heißt eigene SOPs und ein eigenes Trainingssystem, da im FSP-Modell meistens nach den Sponsor-SOPs gearbeitet wird und so gesehen der Sponsor für eine gewisse Zeit sein eigenes Team aufstocken kann, da ja nur bestimmte Aktivitäten übergeben werden. Wichtig ist, dass der Sponsor sich vorher Gedanken macht, welche Aktivitäten er outsourcen möchte, also übergeben möchte. Das sollten natürlich die Aktivitäten sein, in denen der Sponsor entweder selber nicht der Experte ist oder gerade keine eigenen Ressourcen hat. Okay, aber dazu gehört dann ja auch eine gewisse Selbstreflexion des Sponsors. Also wenn er erstmal entscheiden muss, was kann ich besonders gut oder wo habe ich keine Ressourcen. Deshalb die andere Frage, für wen wäre FSP denn überhaupt kein gutes Modell? Ja, FSP ist nicht geeignet für, sage ich mal, kleinere oder unerfahrene Sponsoren. Hier sollte immer das klassische komplette Outsourcing gewählt werden, wenn der Sponsor nämlich keine eigenen Strukturen hat, kein eigenes Trainingssystem, noch keine eigenen SOPs zu Training und Qualitätsmanagement. In dem Fall ist dann das klassische Outsourcing zu wählen, der kompletten Studie. Und beim FSP-Modell behält der Sponsor auf alle Fälle immer einen Teil der Fäden in der Hand und kümmert sich selber auch darum, wie zum Beispiel die Trainingssachen, also für kleinere Sponsoren eher weniger geeignet. Okay, Dagmar, jetzt hast du mir erklärt, für welchen Sponsor es gut passen würde und für welchen eher nicht. Wie sieht es denn auf der CRO-Seite aus? Für welche CRO wäre es denn ein passendes Modell, als Dienstleister im FSP-Modell zu arbeiten und für welche CRO eher nicht? Für das FSP-Modell muss die CAO auf alle Fälle sehr flexibel reagieren können. Oft kommt es in Studien zu Zeitverzögerungen, das kennen wir ja alle. Und dann muss schnell ein Mitarbeiter mit auf die Studie drauf oder auch von der Studie wieder runter. Also Flexibilität ist hier bei der CAO das A und O sozusagen. Und wenn wir jetzt mal vom Bereich Clinical Monitoring ausgehen, um ein Beispiel zu nennen, hier brauchen wir keine Monitore, die ausschließlich monitorieren. Hier brauchen wir Experten in dem jeweiligen Gebiet, in ihrem jeweiligen Land, die auch die regulatorischen Anforderungen alle kennen und da dem Sponsor weiterhelfen können, weil das ist im FSP-Modell extrem wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit zwischen Sponsor und CAO ist natürlich die Vertrauensbasis. Man muss vertrauensvoll miteinander umgehen in dem Bereich und die CAO muss dem Sponsor sozusagen in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite stehen. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es ist natürlich wichtig, dass der Sponsor nicht versucht, CAO-Mitarbeiter abzuwerben. Also das ist auch ein Vertrauensbruch und das sollte einfach nicht passieren. Ja, Vertrauen ist wichtig, gerade wenn man als Firma mit einer anderen Firma zusammenarbeitet. Wie sieht das jetzt mit der Vertragsgestaltung aus? Ich meine, wir sind in einem hochregulierten Umfeld. Wie sieht es denn bei all diesem Vertrauen mit dem richtigen Vertrag aus?
Aus meiner Erfahrung sollten die Verträge zwischen Sponsor und Dienstleister möglichst flexibel gehalten werden. Das heißt, dass die Aktivitäten alle unter einem Vertrag zusammengefasst werden und nicht einzeln gesplittet wird zwischen Monitoring, Reisezeit, sondern dass eine Abrechnung auf Stundenbasis erfolgen kann oder in Form von Units, wobei diese Units möglichst klein zu halten sind. Das bietet dem Sponsor sehr viel mehr Flexibilität, weil wenn weniger Arbeit anfällt, wird auch nur weniger Arbeit abgerechnet, weil nur diese Stunden abgerechnet werden. Dies verlangt natürlich auch bei der CAO eine hohe Flexibilität und eine gute Übersicht, da die Personalkosten natürlich weiterhin gezahlt werden müssen, auch wenn keine abrechenbaren Stunden in dem Monat zum Beispiel für den Sponsor angefallen sind. Weiterhin bei Verträgen wichtig eine regelmäßige Anpassung, weil wir ja unterschiedliche Inflationsraten in unterschiedlichen Ländern berücksichtigen müssen. Und auch hier sollte es flexibel gestaltet sein, so dass das für die CAO und den Sponsor für beide Seiten gut zusammenpasst. Okay, soweit ich das verstanden habe, und du hast es vorhin genau so gesagt, der Sponsor hält die Fäden in der Hand. Es wird nach dem QM-System des Sponsors gearbeitet. Da hat die CAO überhaupt gar kein Mitspracherecht. Und das macht es natürlich unheimlich komplex, könnte sogar ein Nachteil werden, wenn der Sponsor irgendwas ändert. Zum Beispiel SOPs komplizierter macht, sodass ein Monitoring-Visit zum Beispiel nicht ein Tag dauert, sondern jetzt 2 Tage. Und dementsprechend würdest du empfehlen, die Units, die abzurechnen sind, möglichst klein zu halten, damit die CAO ohne Nachteil immer komplett flexibel darauf reagieren kann, was der Sponsor genau von der CAO möchte. Richtig, eine Abrechnung auf Stundenbasis ist auf alle Fälle empfehlenswert. Ja, Dagmar, du machst das jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren. Was sind denn so die typischen Stolpersteine, die man im FSP-Modell so vermeiden sollte? Für die Stolpersteine würde ich auch gerne wieder ein Beispiel aus dem Clinical Monitoring wählen. Also die Flexibilität, die wir vorhin schon genannt haben, kann natürlich auch ein Stolperstein sein. Wenn Projekte sich verzögern, heißt das, dass die CAO jonglieren muss, damit die Mitarbeiter für den Sponsor auch weiter auf dem Projekt bleiben können. Und der Sponsor hat ja hier auch schon in Training investiert und es ist ja auch in seinem Interesse, dass die CAO-Mitarbeiter dann weiter für ihn tätig sind. Ein weiterer Stolperstein ist zum Beispiel auch, wenn neue Länder mit in die Studie einfließen sollen. Das heißt, die Rekrutierung lief nicht so gut für die Studie und der Sponsor entscheidet sich, neue Länder mit an Bord zu holen. Da muss dann am Anfang geguckt werden für die Feasibility, also für die Machbarkeit der Durchführung und für die Pre-Study Visits können natürlich länderübergreifend Monitore tätig werden, aber wenn es nachher zum eigentlichen Monitoring in dem Land kommt, muss jemand mit Sprachkenntnissen und auch regulatorischen Kenntnissen in dem Land eingestellt werden und dann müssen die Timelines auch schon relativ feststehen, da ein On- oder Deboarding, das heißt einen Mitarbeiter an Bord zu bringen und zu trainieren oder den Mitarbeiter auch wieder ausscheiden zu lassen, sowohl für die Sponsor als auch für die CAO sehr zeitintensiv ist. Dagmar, in der neuen GCP-Leitlinie, der Revision 2, wird nach mehr Oversight geschrien. Also man möchte, dass die Sponsoren eine bessere Kontrolle über die CAOs haben. Bietet jetzt das FSP-Modell eigentlich eine Erleichterung vom Oversight durch den Sponsor oder ist es eher schwerer, mit FSP-Oversight über die CAO zu behalten? Sponsor Oversight ist im FSP-Modell auf alle Fälle einfacher, da ja die Strukturen beim Sponsor schon geschaffen sind. Das heißt, die Mitarbeiter werden ja nach den SOPs des Sponsors trainiert, in dem Trainingssystem des Sponsors. So hat er jederzeit da auf alle Fälle eine super Übersicht und kann auch schnell Anpassungen vornehmen. Und da ja ein Teil der Aktivitäten in-house verbleiben, heißt es, er hat auch alle Leute immer auf dem gleichen Trainingsstand, also die internen Mitarbeiter und die externen Mitarbeiter. Und dadurch ist die Oversight hier auf alle Fälle gegeben. Okay, Dagmar, kommen wir zu meiner Lieblingsfrage im Rahmen dieser Interviews. Was möchtest du denn gerne Sponsoren mit auf den Weg geben, die sich für das FSP-Modell interessieren? Welche Fehler sollten die vermeiden, um das FSP-Modell auch wirklich effektiv zu nutzen? Hier würde ich gerne die Vorteile noch mal ein bisschen herausstellen des FSP-Modells. Meiner Meinung nach ist ein unschlagbarer Vorteil die enge Bindung der Mitarbeiter an den Sponsor durch die gemeinsamen SOPs und Trainings. Also es entsteht ein Team zwischen der CAO und dem Sponsor. Hierbei ist es wichtig, dass es auch ein Team ist. Das heißt, dass keine Unterschiede gemacht werden, dass zum Beispiel interne Mitarbeiter beim Sponsor anders behandelt werden als die FSP-Mitarbeiter. Das ist wichtig, da sollte darauf geachtet werden. Ein weiterer großer Vorteil für den Sponsor ist sicherlich die Einsparung von Personalkosten, da die komplette Personalverwaltung bei der CAO verbleibt.
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass sich die Mitarbeiter im FSP-Modell meistens sehr wohl fühlen und auch jahrelang für einen denselben Sponsor tätig sind, was für den Sponsor den Vorteil bringt, dass sie gut trainiertes, gut ausgebildetes Personal über Jahre kennen und mit denen arbeiten und dass da auch die Kunden und Prüfärzte davon profitieren. Und als Zusammenfassung, ich arbeite super gerne im FSP-Modell. Ich habe ganz tolle Kunden und kann das nur empfehlen. Es ist zu berücksichtigen, dass es nicht für jeden Sponsor in Frage kommt, so wie es auch nicht für jede CAO in Frage kommt. Bei der CAO muss man auch noch darauf achten, dass es die richtigen Mitarbeiter sind. Nicht jeder Mitarbeiter ist in dem FSP-Modell gut aufgehoben und fühlt sich da wohl. Aber alles in allem ist das ein super Modell, was super laufen kann. Ja, vielen Dank, Dagmar. Hat mir wirklich Spaß gemacht, war sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, ich fand es auch prima. Ja. Und ich fand auch sehr schön, dass du nachher nochmal gesagt hast, das FSP-Modell ist zwar ein tolles Modell, aber es hängt am Ende des Tages immer von den Menschen ab, die in diesem Modell auch arbeiten. Und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur ein passendes Modell für die passenden Mitarbeiter und die passenden Firmen. Ja, sehr schön. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Bitte hinterlasst uns eure Kommentare und Fragen. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video, auf das ich mich auch schon sehr freue. Tschüss!